Hallo Simulationsfreunde, mein Name ist Patrick und ich begrüße euch recht herzlich hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und wie sagt man so schön, nach dem Update ist vor dem Update. Die Sim Update 3 Beta ist da und sie bringt genau die Verbesserungen, auf die viele von uns schon lange gewartet haben. Spürbar weniger Input-Lags oder ein geheimer Gamechanger in Sachen Ladezeiten. Ich zeige euch, was sich alles getan hat. Ich würde sagen, wir starten direkt ins Video. Los geht's. Herzlich willkommen zurück, meine Freunde. Hier auf meinem Desktop erst einmal, denn wir schauen uns die Sim Update 3 Beta ganz genau an und das fängt schon mit den Ladezeiten an. Ich starte schon mal den Microsoft Flight Simulator. Und dann seht ihr, was ich meine. Denn die Ladezeiten in den Simulator selber haben sich deutlich verkürzt, wie ich finde. Kann auch sein, dass es ja, nur meine Ansicht ist. Aber das muss jeder für sich selber beurteilen, sage ich jetzt einfach mal. Ja, das Sim Update 2 kam ja erst in der Vollversion raus, also in der vollständigen Version im Endeffekt. Und direkt im Anschluss ist die Sim Update 3 Beta erschienen, meine Freunde. Und ja, was soll ich euch sagen? Ich habe das Sim Update 3 jetzt, also die Beta jetzt installiert und bin schon positiv überrascht, muss ich sagen. Ich hatte bis dato noch keinen Livestream gehabt, aber bin schon in der Beta 3, also SU3 Beta geflogen bereits. Und ja, es läuft performancemäßig super flüssig. Und die Ladezeiten, wie ihr seht, sind super schnell. Ich habe den Sim heute noch nicht einmal gestartet tatsächlich. Und das alles frisch reingeladen. Wir sind jetzt bei 50% Ladezeit. Und die erste Ladezeit in den Sim ist für mich gesehen jetzt schon schneller als in der SU2 Vollversion. Bin gespannt, wann die SU3 Beta rauskommt, denn wir haben hier einen großen Gamechanger noch in diesem Video für euch, das ich euch zeigen möchte. Worauf auch viele lange gewartet haben, würde ich sagen. Das schauen wir uns aber jetzt gleich zusammen an, was sich alles so signifikant verändert hat, wie ich finde. So, wir sind jetzt bei 68% und der Sim sollte jetzt 79, ja, der Sim ist jetzt eigentlich schon fertig geladen im Endeffekt. Und wir haben hier keine 5 Minuten gebraucht, bis wir hier im Spiel waren. Ne? Gut, wir gehen direkt rein. Ich klicke auf Start und dann schauen wir uns mal die ersten Veränderungen an. Und als allererstes würde ich sagen, gehen wir einmal in die Einstellungen, denn die Ladezeiten vom Sim an sich haben sich ja, verkürzt. Allerdings auch die Ladezeiten in den Einstellungen. Dafür gehen wir einmal hier oben rechts aufs Zahnrad, ihr kennt es, und gehen einmal hier in die Steuerungsoptionen. Und hier habt ihr jetzt eventuell schon gemerkt, dass man in den Steuerungsoptionen, erstens sehen die komplett anders aus, also das heißt komplett anders, sie sind ein wenig abgewandelt vom Design her und wir haben ein paar andere Optionen. Allerdings, was ich so interessant finde, ist, dass die Ladezeiten in diesem Menü an sich viel schneller und präziser sind. Also ich scroll hier durch, klicke jetzt auf Tastaturen, und ich kann ja jetzt viel schneller Sachen erledigen, wenn ich jetzt hier auf den, wo gehe ich mal drauf, auf den Lightstick, Ring zum Beispiel. Und da kann ich jetzt hier viel besser, oder was heißt besser, viel schneller Sachen einstellen. Wenn ich hier Primärsteuerung gehe und jetzt hier irgendwas einstellen möchte, dann kann ich das hier viel schneller tun, im Endeffekt. Das ist die erste Sache, die ich euch zeigen möchte, die in der SU3 Beta jetzt hier so signifikant sich geändert hat, wie ich finde. Des Weiteren können wir hier in den Einstellungen noch ja, diverse Dinge ausschalten. Zum Beispiel habe ich meinen Tobii Eye Tracker installiert. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann kann ich hier den einfach deaktivieren und dann ist das Ganze deaktiviert. Wofür brauche ich das Ganze, fragt ihr euch jetzt sicherlich. Die Ladezeiten von der Hardware, und also die Hardware zieht auch Ladezeit, sage ich einfach mal so. Umso mehr Hardware ihr hier ja, installiert habt, das zieht auch euch Ladezeit, weil ja auch alles initialisiert werden muss, etc. Dort könnte man zum Beispiel den Tobii jetzt hier ausschalten. Oder auch wieder aktivieren. Man kann auch jetzt die ganze Geschichte umbenennen hier. Ne? Das könnt ihr auch machen.
Also es gibt hier schon eine sehr krasse Änderung, wie ich finde. Erstens schnellere Ladezeiten und zweitens kann man hier die Sachen deaktivieren und drittens umbenennen. Also das ist schon mal positiv zu sehen, wie ich finde. Ja. Wir sind hier wirklich schnell in den Einstellungen, können hier alles vornehmen, was wir machen möchten. Ohne großartig ja, rumzuruckeln. Ja. Wie ihr seht, ich klicke hier richtig schnell durch die Menüs. Es funktioniert alles 1A. So, was ist jetzt noch interessant für uns? Wir gehen einmal zurück und laden erst einmal in den Flug rein, würde ich sagen. Wir gehen hier speichern und zurück. Gehen wir auf freien Flug und dann schauen wir uns mal an. Fliegen hier ein bisschen durch die Welt und dann gucken wir mal. Gehen wir einfach mal nach Düsseldorf. Ihr kennt's. Victor 7.1 als Abflug festlegen. Zack. Phoenix habe ich hier geladen, der auch FPS-lastig ist, ja. Und gehe jetzt mal auf Flug starten. Und jetzt guckt euch mal die Ladezeiten an, wie schnell ich im Endeffekt gleich hier im Flieger sitze. Und wie schnell die Texturen drumherum laden. Das ist auch interessant. Bam. Schon sind wir im Flug. Hier lädt gerade noch der Phoenix an sich, die App. Aber wir sind jetzt schon im Game gelandet. Bei einer ja, Szenerie im Endeffekt. Ja. Wie ihr seht. Gut, ich klicke hier auf bereit zum Losfliegen und schon geht sie ab. So, mein Tobii Eye Tracker ist noch aktiv. Den deaktiviere ich gerade mal und gehe direkt in den Flieger rein. So, Tobii ist deaktiviert. So, und hier bin ich schon. Im Phoenix. SU3 Beta. In Düsseldorf. Standard in der Szenerie. Ja. Super schnelle Ladezeiten. Wie ich finde. Hier in der Beta. Und der Phoenix ist auch geladen. Und ich kann mich hier umgucken, wie ich möchte. Super flüssig alles, ja. Und ich muss sagen, ich bin jetzt schon so ein bisschen begeistert von dieser SU3 Beta und ich bin gespannt, was da noch kommen wird. Genau. Als nächstes, was noch interessanter ist und was eher so der größte Gamechanger ist, wir gucken hier uns gerade nochmal in die Einstellungen, wir gehen gerade nochmal in die Einstellungen, auch wenn ich hier aus den Einstellungen wieder rausgehe, ihr seht hier meine Grafikeinstellungen aktuell, und hier in Steuerung reingehe und hier Sachen ändern möchte, das funktioniert genauso schnell, wie ich euch das gerade gezeigt habe. Ja. Speichern zurück, wir gehen zurück in den Flug, da sind wir wieder, bam. Also, es läuft. Kommen wir jetzt zum großen, Game Changer. Und der befindet sich tatsächlich auch wieder einmal im Hauptmenü. Also, wir gehen einmal ins Hauptmenü zurück und dann zeige ich euch das einmal, was ich meine und was das Interessanteste eigentlich ist an diesem ganzen Video, würde ich sagen. Und das, was sich eigentlich jeder gewünscht hat, der den Sim seit Tag 1 ja hier miterlebt hat oder miterleben durfte seit dem Release dieses Fliegers. Und ja, ich war ja auch dabei. Dafür gehen wir einmal in den Marktplatz rein. Und hier sind wir ja normal in den Marktplatz. Sie können hier Sachen kaufen etc. pp. Aber das Interessanteste ist jetzt natürlich, wir gehen einmal auf meine Bibliothek. Jetzt lädt das hier alles ein bisschen. Sieht auch ein bisschen anders aus als normal, sage ich jetzt einfach mal, ja. Als in der SU2 sieht das anders aus. So. Jetzt haben wir hier natürlich die verschiedenen Inhalte, die wir haben, etc. pp. Jetzt haben wir hier die Luftverkehrsflugzeuge, etc. pp. Was ist denn jetzt so interessant hier dran? Wenn wir jetzt zum Beispiel das City Update Deutschland uns angucken. City Update 1 Germany. Dann können wir jetzt hier ins Dropdown-Menü gehen. Dann haben wir hier City Update Germany gestreamt. Ja? Klicken wir hier mal drauf. Bam. Kann man es hier runterladen, Leute. Ihr könnt jetzt Sachen teilweise downloaden. Ich sage jetzt teilweise. Das heißt, ihr könnt diese auf euren Rechner, wie im MSFS 2020, herunterladen, installieren und dann wird die ganze Szenerie, dieses City Update Deutschland in diesem Fall, nicht mehr gestreamt, sondern ihr habt es lokal auf euren Rechnern. Was das bedeutet, brauche ich euch, glaube ich, allen nicht zu sagen. Außer, dass wir halt keine extrem langen Ladezeiten mehr haben. Und für allen diejenigen unter euch,
die eine langsame Internetverbindung haben, ist das natürlich auch der Gamechanger. Denn ihr braucht keine 200.000er Leitung mehr, 250.000er Leitung mehr, was weiß ich, was es noch alles gibt. Ihr könnt das jetzt auch ganz normal, ja, spielen. So wie jeder andere auch den 20er gespielt hat. Denn ihr könnt die Sachen jetzt herunterladen. Vorausgesetzt natürlich, ich habe genug Speicherplatz. Ich zeige euch nämlich gerade mal, was ich meine. Wir können auch mal hier in Kategorie gehen. Dann gehen wir mal in die Flugzeuge rein. Und dann haben wir hier die Deluxe. Was habe ich hier? Deluxe to Premium Deluxe Upgrade. Das sind ein paar Artikel. Das sind die ganzen Flieger hier, die hier in dem MSFS in diesem Upgrade-Paket drin sind. Die sind alle gestreamt. Ich kann jetzt hier einmal einen Haken reinmachen, dann könnte ich alles herunterladen, alle Flugzeuge, die in diesem Update drin sind. Das wären dann 24,71 Gigabyte. Ja? Also, was ich euch aber noch zeigen kann, ist nämlich, dass der Basisinhalt, das ist nämlich interessant, da ist nämlich alles im Endeffekt drin. So ein bisschen, wie ihr seht, sind auch die Tiere hier drin, die Schafe, die Zebras, die ihr in dem Karrieremodus sehen könnt, die Elche, die ganzen Flugzeuge etc. Ich gehe das jetzt nicht alles durch, ihr wisst, was drin ist. Wenn ich nur diesen Basisinhalt runterladen möchte, ich wähle mal hier an, sind das Ganze hier, ich habe sogar unzureichenden Festplattenspeicher, wie ihr seht, 217 Gigabyte. Ja? Also, meine Freunde, hier seht ihr es, in der SU3 Beta ist es möglich, ihr könnt, ja, im Endeffekt den ganzen Simulator runterladen auf euren PC lokal und habt dadurch Ladezeiten gespart. So, das ist der Keypoint dieses Videos, glaube ich. Hier sind die ganzen City-Updates, die Premium Deluxe Version etc. pp. Ja? Und ich denke, das wird so der Game Changer werden, wenn die SU3 rauskommt. Ich bin gespannt, was dann noch im Sim-Update 3 rauskommt, was wir noch alles erleben dürfen. Für mich ist das hier wirklich ein krasses neues Feature. Finde ich cool, dass Asobo und der Microsoft endlich hinbekommen hat, das zu machen, was sich alle gewünscht haben, alle Nutzer vom 24er seit Beginn an. Ich habe ihn auch seit Beginn an miterlebt und es war eine Katastrophe, muss ich sagen, natürlich mit den gestreamten Inhalten. Ich hatte auch Pixelbrei, so wie viele andere auch. Jetzt mit diesem Sim-Update könnt ihr es direkt auf eure Platte laden. Bam, es läuft. Das soll es auch von diesem Video gewesen sein für heute. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen in nördlicher Richtung freuen. Lasst doch bitte ein Abo da, denn 70% meiner Zuschauer roundabout sind immer noch keine Abonnenten. Es würde mich wirklich freuen, wenn ihr Abonnent wärt, denn dann, so kann ich meine Reichweite ein bisschen vergrößern und kann euch auch noch qualitativ besseren Inhalt liefern. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, auf Wiedersehen. Ciao, euer Patrick.